Wie geht das? Wie können Sie das erklären? Das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Können Sie mir das erklären? Nein, das kann ich nicht erklären, weil die Historiker haben eine Regel, die heißt, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ist immer so, sehr konservativ. Ist einfach so, wir sind sehr konservativ. Mhm. Entlarvt ein Historiker die Medien? Über Jahre erzählt Dr. Daniele Ganser, dass er bei seiner Forschung sich immer gefragt hat, warum vom WTC 7 einem Gebäude, das am 11. September 7 Stunden nach den Zwillingstürmen als drittes eingestürzt ist, von so vielen Menschen nicht gehört worden ist und macht sehr schnell einen Schuldigen aus. Und zwar die Medien, die über das dritte Gebäude nicht berichtet haben sollen, noch nicht mal am Tag der Anschläge, als es einstürzte. Er habe nach solchen Medienberichten überall gesucht und nie welche gefunden. Außer den von BBC, die den Einsturz 20 Minuten zu früh vermeldet haben. Hier ein paar Beispiele, wie er es immer fast wortgleich erzählt. Und die Kritik kam daher, weil BBC in den 5 Uhr Nachrichten am 11. September 2001 berichtete, dass World Trade Center 7 zusammengestürzt ist. Da habe ich mich zuerst gefreut, ich habe das sozusagen später dann mal recherchiert, dass es doch einen Fernsehsender gab, der über dieses dritte Gebäude gesprochen hat, das ist ja eigentlich wichtig. Dann aber war ich dann doch sehr enttäuscht, weil ich herausgefunden habe, dass das Gebäude erst um 20 nach 5 zusammengestürzt ist. Das heißt, diese WTC-7-Frage, meiner Meinung nach, wird nicht weggehen. Aber die Frage ist natürlich, und jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, warum haben die Medien darüber nicht ausführlicher berichtet? Ja? Ich habe dann gedacht, ja gut, ich gehe mal die verschiedenen TV-Stationen durch und es ist einfach nirgends gekommen, außer bei BBC World. Wenn man vor allem den Einsturz von WTC 7 untersucht, was ich ja gemacht habe, habe ich mich gefragt, in der Schweiz, warum so viele Leute überhaupt nichts wissen über das dritte Gebäude. Sie wissen über den Einsturz der Twin Towers, das haben praktisch alle Menschen gesehen, aber der Einsturz vom dritten Gebäude haben doch jetzt, ich sag mal außerhalb von Menschen, die eben sehr achtsam sozusagen diese Themen angehen, viele überhaupt gar nicht mitbekommen. Und der Grund, warum sie das nicht mitbekommen haben, ist, weil es eben am Fernsehen praktisch nirgends gezeigt wurde. Also auf ORF 1 und ORF 2, soweit ich informiert bin, wurde der Einsturz von WTC 7 überhaupt nicht vermeldet. Am 11. September 2001, an diesem Dienstag, in den Schweizer Medien auch nicht. Und dann habe ich zuerst gedacht, das wurde überhaupt nirgendwo vermeldet. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Da habe ich schon gedacht, im Fernsehen kann mir gar nichts mehr glauben. Und dann habe ich BBC getroffen und dann habe ich gesehen, BBC hat darüber berichtet. Um jetzt nicht weiter zu langweilen, aber solche Aussagen lassen sich vom Herrn Ganser noch einige Male im fast gleichen Wortlaut wiederfinden. Diese Falschmeldung hebt er auch schon über Jahre in Dutzenden seiner Vorträge zu unterschiedlichen Themen hervor. Seinen Aussagen ist klar zu entnehmen, dass er bis auf BBC praktisch keinen anderen TV-Sender fand, der über den Einsturz vom dritten Gebäude WTC 7 berichtete. Er kann sich diese verfrühte Meldung vom BBC auch nicht erklären, wie er hier bei KenFM früher mal zu hören war. Und in England haben sie aber BBC, die berichten über 3 Türme. Und das ist eigentlich interessant. Und da habe ich mich schon gefreut. Da habe ich gedacht, doch, es gibt noch diese aufrechte BBC, die doch über den dritten Einsturz auch berichtet. Aber dann, großer Schock, die berichten zu früh. Die berichten in den 5 Uhr Nachrichten über den Einsturz. En Detail. Ja, und das Gebäude bricht um 20 nach 5. Wie geht das? Wie können Sie das erklären? Das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Können Sie mir das erklären? Nein, das kann ich nicht erklären, weil die Historiker haben eine Regel, die heißt, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ist immer so, sehr konservativ. Ist einfach so, wir sind sehr konservativ. So, nun kommen wir zu dem Grund, warum Dr. Daniele Ganser als Historiker sich komplett disqualifiziert und zeigt, dass er nie eine intensive Forschung betrieben hat zu 9/11 oder damit ein ganz anderes Ziel verfolgt. Der Einsturz des Gebäudes wurde schon zu diesem Zeitpunkt seit einigen Stunden erwartet und mehrere US TV-Sender und Rettungskräfte haben bereits vor diesem Einsturz diese Vorhersage getroffen. Als BBC ihre Falschmeldung sendete, gab es bereits von der New Yorker Feuerwehr eine Räumung des Geländes aufgrund einer zunehmenden Instabilität und Einsturzgefahr von WTC 7 seit fast 2,5 Stunden. Und mehrere US TV-Medien berichteten über einen möglichen kommenden Einsturz des Gebäudes. Miller wird klar, dass World Trade Nummer 7 als nächstes einstürzt. Sehen Sie das Gebäude, das sich zur Seite neigt, da wo der weiße Rauch ist? Der stürzt mit Sicherheit gleich ein, das ist nicht zu verhindern. Man müsste da rauf und das Feuer löschen, aber die Statik ist eigentlich schon nicht mehr vorhanden. Minutes after 11. Thank you, sir, for joining us. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7,
in the World Trade Center complex is on fire and has either collapsed or is collapsing. And you, to be honest, can see these pictures a little bit more clearly than I. But building number 7, one of the buildings in this very large complex of buildings that is the Trade Center themselves, and clearly those fires continue to burn at about 4:15 Eastern Daylight Time today in an unbelievable and awful scene in New York. Judy? Is that the whole south part of the building was engulfed in flames at one point, and it was a matter of time to collapse. They're just waiting for it to collapse. And the policeman had told her that they feared the building was going to come down, that they were evacuating people from around it. They said earlier that they were just waiting for that building to go down, so they were expecting this to happen. Ist es also möglich zu erklären, woher die BBC ihr Vorwissen über einen kommenden Einsturz von WTC 7 herbekam? Ja, es ist sehr leicht zu erklären, wenn man gesehen hat, wie bereits die US-Medien darüber schon berichtet haben. Nicht zu vergessen die Feuerwehrleute, die das Gebäude auch beobachtet haben und die Instabilität sahen. Wenn man sie denn kennt, insbesondere die 45 Minuten frühere Meldung vom CNN, dann ergibt sich ein viel einfacherer Verdacht, dass irgendwo aufgrund des chaotischen Tages sich ein schlichtes Missverständnis und Fehler eingeschlichen hat, den BBC dann sendete. Fehler, die in ähnlicher Form an den Tag noch häufiger vorkamen bei anderen TV-Stationen. We do have more information about exactly where that plane crashed. We understand right now from the AP that it crashed near a helicopter landing pad near the Pentagon. So as far as we know, it didn't crash directly into the Pentagon. Excuse me, Cheryl, just a moment. We're just getting a report from the Associated Press that a car bomb has exploded outside the State Department. We are just hearing this from the Associated Press, a car bomb exploding outside the State Department here in Washington. We are also getting reports now that there is a fire on the Mall in Washington, that part of the Capitol that runs essentially from the Capitol to the White House in kind of a straight line going up Washington, D.C., and we have reports of a fire there. But in terms of the security and safety of these rescue workers, it is still very touch and go. There has been at least one more building collapse that we know of. That was One Liberty. It's the latest building to fall. People who are familiar with New York will know that as the Brooks Brothers building. That's basically across the street from where the World Trade Centers used to stand. Würde Ganser diese US TV Berichte thematisieren und nicht ausblenden oder gar als nicht existent mitsuggerieren, würde er weitere Fehler erwähnen, die an diesem Tag in den Medien gemacht wurden, dann würde sich bei seinen Vorträgen über die BBC-Falschmeldung beim Zuhörer ein doch viel neutralerer Eindruck entstehen, wie es zu so einem Fehler kommen konnte oder etwa nicht. Da ist es doch irgendwie merkwürdig, dass Ganser, der einst sagte, ein Eid abgelegt zu haben, immer die Wahrheit zu erzählen, solche wichtigen Dinge verschweigt oder vielleicht bei seiner Forschung komplett übersieht. Aber was wäre das dann für eine Forschung, wenn er nicht einmal nachsehen konnte, wie, wann und was die größten US-TV-Sender über WTC 7 sagten? Es bleibt also festzuhalten. Indem er die Fakten so kürzt, wie es ihm gefällt, entsteht beim Zuhörer der Eindruck, dass jemand die Medien über eine kommende Sprengung informiert hätte und es aus Versehen vorzeitig rauskam, da es keine andere mögliche Erklärung zu geben scheint. Und diesen Eindruck hält Ganser immer noch seit Jahren aufrecht. Auf diese Art ist es eine Irreführung durch Verschweigen von Fakten, wobei er damit eine indirekte Verschwörungstheorie mitverbreitet und seinen Ruf damit selber schädigt. Zuerst das Ereignis und dann der Bericht? Falscher Ganser. Wenn ein Gebäude sich schon seit mehreren Stunden in Brand befindet und an diesem Tag bereits unerwartet andere Gebäude eingestürzt sind, dann kann man als Feuerwehr nicht ausschließen, dass auch weitere Gebäude dem folgen könnten. Und das wurde beim WTC 7 auch nicht ausgeschlossen. Damit suggerieren sie das, was ein Historiker nicht suggerieren sollte, eine sehr deutliche und oberflächliche Verschwörungstheorie, dass jemand die Medien möglicherweise über eine kommende Sprengung vorzeitig informiert hätte, ohne über die bereits existierenden Mutmaßungen eines baldigen Einsturzes aufgrund der Brände ihre Zuhörer selbst zu informieren und in Aussicht zu stellen, dass es sich auch um ein Missverständnis bei der Nachrichtenübermittlung unter den Presseagenturen handeln könnte. We've made a mistake. I've made a mistake. I'd rather be dragged behind a horse than be inaccurate. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch kurz dazu äußern, wie offensichtlich wohlwollend Markus Fiedler mit seinem Film Die dunkle Seite der Wikipedia Herrn Ganser mit seinen Äußerungen zur BBC entgegengekommen ist.
Diese macht die Aussage, dass Dr. Daniele Ganser sich in seinen Äußerungen ausschließlich nur auf europäische Medien beziehen würde, beziehungsweise dieses so meinen und sagen würde. Das ist meiner Ansicht nach eine völlig irreführende Schlussfolgerung. Denn warum sollte Dr. Daniele Ganser bei einer Ursachenforschung für diesen Fehler ausgerechnet die US-amerikanischen Medien ausklammern und anschließend das Fazit ziehen, dass dort eine absolut unerklärliche Unstimmigkeit vorgefallen ist, die es noch dazu immer wieder zu erwähnen gehört. Aber nicht erwähnt gehört, dass es bereits Befürchtungen über einen kommenden Einsturz gegeben hat. Ganser hebt diesen Fehler der BBC schon seit unzähligen Jahren in seinen Vorträgen hervor, ohne ein einziges Wort über die damaligen Befürchtungen eines kommenden Einsturzes zu verlieren. Und das ist meiner Ansicht nach unehrlich und ein Versuch, seine persönlichen Interessen durchzusetzen, die Ereignisse des 11. September in ein zwielichtes Licht zu rücken. Wobei Markus Fiedler ihn dabei mit seinem Film an dieser Stelle mit unterstützt und die Falschmeldung auf dieselbe Art dargestellt hat. Jedenfalls in anderen Videos zeige ich ebenfalls weitere Punkte auf, die Dr. Daniele Ganser bei seiner 9/11-Forschung übersehen haben soll oder schlicht wichtige Informationen nicht erwähnt. Und so damit oft zu einer einzigen und fragwürdigen Schlussfolgerung seine Zuhörer lenkt. Damit endet hier mein Part und die Kritik an dem, was er macht und die Methoden, die er anwendet. Hierhin übrigens noch einige Berichte über das WTC 7, die der Herr Historiker Ganser bei seinen Forschungen übersah und nach dem Einsturz gemacht wurden. Das Gebäude hat es in Deutschland sogar zum Günther Jauch zur Stern TV geschafft, auch wenn erst einen Tag später. Warum ein drittes Hochhaus aus dem Gebäudekomplex des World Trade Center gestern Nachmittag noch einstürzte, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Von den beiden schlanken Türmen stehen jetzt nur noch Rümpfe von wenigen Stockwerken. We can go back to the tape and see it one more time, and I'll look at it with you. Again, this occurred just in the last several moments around the Trade Center building. Building number 7, 47 stories. Maureen Madden, CNN producer, is in the area. Maureen, what can you tell us? What did you see? Well, about 2 minutes ago, we had to see 7 World Trade Center go down, which holds the Office of Emergency Management for the City of New York on the 23rd floor there. What we heard from the fire department of NYPD is that the whole south part of the building was engulfed in flames at one point, and it was a matter of time to collapse. They're just waiting for it to collapse, which we've been waiting for about a half hour. When it went down, it was quick, it was quiet, and we saw a lot of smoke come up. I want to tell you that we are getting word from New York right now that another building has collapsed. I understand that this is a 47-story building. Do we have pictures of it? I guess that's smoke now. Correct me if I'm wrong in the control room, please. But is that smoke coming from this third collapse? Okay, that is what we're understanding, which makes sense because it looks like the sun is going down. But Bill Blakemore, you there? And I gather you saw number 7 come down. Yes, I did, Peter. I'm standing right on the West Side Highway. The skyline of the financial district has changed again. Just a few minutes ago, I was talking to some people. I was facing north. I saw shock in their face, heard screams, spun around, and then we just watched the building fall in on itself. I believe we have a little bit of tape here. Because the civilians who were standing around here were all amazed, but things have become so bizarre down here that the hundreds of firemen who were standing around looked at it, felt a bit shocked, but then just said, well, we're going to have even more work to do. Warum haben die Medien darüber nicht berichtet? Ja? Ich habe dann gedacht, ja gut, ich gehe mal die verschiedenen TV-Stationen durch und es ist einfach nirgends gekommen. Associate producer Lucy Kerrigan had been over near that building just a little bit earlier, and the policeman had told her that they feared the building was going to come down, that they were evacuating people from around it. So but there are a number of emergency vehicles that are now coming out of the vicinity of number 7 World Trade Center that has just gone down. And I just wanted to let you know very quickly, before that, number 6 World Trade Center went down. And housed in those buildings had all been cleared out after the first plane hit the World Trade Center this morning. So there was some speculation that there's not a soul in those buildings at the time. Certainly
number 7 that just went down as we were live on the air earlier on with MSNBC was cleared out. Most people, they said earlier that they were just waiting for that building to go down. So they were expecting this to happen. Und der Grund, warum sie das nicht mitbekommen haben, ist, weil es eben am Fernsehen praktisch nirgends gezeigt wurde. Also Building 7, a 47-story building, just collapsed earlier today, but they were able to get people out of that building, of course, because they were worried about the structural integrity of the building, and they were right, it did collapse. So that. And now let's go back to New York and look at some pictures just in showing the Trade Center collapsing. Pictures keep coming in, despite it being, almost 10 hours now since the original attack. Ja gut, ich gehe mal die verschiedenen TV-Stationen durch und es ist einfach nirgends gekommen. Ich habe damals ein Eid abgelegt, empfange ich die wissenschaftliche Erforschung der Wahrheit immer als eine ernste und notwendige Aufgabe zu betrachten. Und dieses Ziel, so viel in meinen Kräften steht, zu fördern und bei jeder wissenschaftlichen Tätigkeit stets verantwortungsvoll, gewissenhaft und unparteiisch zu handeln. Und das habe ich mir zu Herzen genommen.